Gäul. Das Feld, über das Hensau mit seinen Soldaten ritt, roch immer noch nach Blut. Der Regen hatte die Gräben mit schlammigem Wasser gefüllt, und hinter den Mauern, die beide Seiten zur Deckung errichtet hatten, war der Boden bedeckt mit herrenlosen Flinten und zerschossenen Helmen. Kamien hatte die Pferde und Menschenleichen verbrennen lassen, bevor sie zu verwesen begannen, aber die gefallenen Gäul lagen noch dort, wo sie gestorben waren. Schon in wenigen Tagen würden sie nicht mehr von den Steinen zu unterscheiden sein, die aus der zertretenen Erde ragten. Und die Köpfe derer, die in vorderster Linie gekämpft hatten, waren, wie es Gäul-Sitte war, in die Hauptfestung gebracht worden. Noch eine Schlacht. Hensau war sie leid, aber diese würde hoffentlich für eine Weile die letzte gewesen sein. Die Kaiserin war endlich bereit zu handeln, und selbst Kamien wollte Frieden. Hensau presste sich die Hand vors Gesicht, als der Wind Asche von der Anhöhe herabwehte, auf der sie die Leichen verbrannt hatten. 6 Jahre über der Erde, 6 Jahre ohne schützenden Fels zwischen ihm und der Sonne. Die Augen schmerzten ihm von all dem Tageslicht, und die Luft wurde mit jedem Tag kälter und machte seine Haut spröde wie Muschelkalk. Hensaus Haut glich braunem Jaspis, nicht die feinste Farbe, die ein Gäul haben konnte. Er war der erste Jaspis-Gäul, der je in die obersten Militärränge aufgestiegen war. Aber die Gäul hatten vor Kamien auch noch nie einen König gehabt, und Hensau gefiel seine Haut. Jaspis war eine wesentlich bessere Tarnfarbe als Onyx oder Mondstein. Kamien hatte unweit des Schlachtfeldes Quartier bezogen, im Jagdschloss eines kaiserlichen Generals, der, wie die meisten seiner Offiziere, gefallen war. Die Wachen vor dem zerstörten Tor salutierten, als Hensau auf sie zuritt. Den Bluthund des Königs nannten sie ihn, seinen Jaspis-Schatten. Hensau diente Kamien, schon seit sie gemeinsam die anderen Anführer bekämpft hatten. 2 Jahre hatten sie gebraucht, um sie alle zu töten, aber danach hatten die Gäul zum ersten Mal einen König gehabt. Die Straße, die vom Tor zum Schloss hinaufführte, war gesäumt von marmorweißen Statuen, und während Hensau an ihnen vorbeiritt, amüsierte er sich nicht zum ersten Mal darüber, dass Menschen ihre Götter und Helden durch Abbilder aus Stein verewigten, während sie seinesgleichen für ihre Haut verabscheuten. Selbst die Weichhäute mussten es zugeben. Stein war das Einzige, was blieb. Die Fenster des Schlosses waren zugemauert, wie die Gäul es bei allen Gebäuden taten, die sie besetzten. Doch erst auf der Treppe, die in den Vorratskeller hinabführte, umgab Hensau endlich die wohltuende Dunkelheit, die man unter der Erde fand. Nur wenige Gaslampen erleuchteten die Gewölbe, die nun statt Vorräten und verstaubten Jagdtrophäen den Generalstab des Königs der Gäul beherbergten. Kamien. Sein Name bedeutete in ihrer Sprache nichts anderes als Stein. Sein Vater hatte eine der untersten Städte befehligt, aber Väter zählten bei ihnen nicht viel. Die Mütter zogen sie auf, und mit 9 war ein Gäul erwachsen und auf sich gestellt. Die meisten erkundeten danach die untere Welt, auf der Suche nach unentdeckten Höhlen, bis selbst steinerne Haut die Hitze dort nicht länger ertrug. Doch Kamien hatte immer nur die obere Welt interessiert. Er hatte lange in einer der Höhlenstädte gelebt, die sie über der Oberfläche gebaut hatten, weil es in den unteren Städten zu voll wurde, und dort hatte er 2 Menschenangriffe überlebt. Danach hatte er begonnen, ihre Waffen und Kriegstechniken zu studieren und sich in ihre Städte und Militärlager geschlichen. Mit 19 hatte er ihre erste Stadt erobert. Als die Leibwachen Hensau hereinwinkten, stand Kamien vor der Karte, die seine Eroberungen und die Positionen seiner Gegner zeigte. Die Figuren, die ihre Truppen verkörperten, hatte er nach seiner ersten gewonnenen Schlacht anfertigen lassen. Soldaten, Kanoniere, Scharfschützen, Reiterfiguren für die Kavallerie. Die Gäul waren aus Karneol, die Kaiserlichen aus Silber. Lothringen trug Gold, die Armeen im Osten Kupfer und Albions Truppen marschierten in Elfenbein. Kamien blickte auf sie herab, als suchte er nach einem Weg, sie alle gemeinsam zu schlagen. Er trug schwarz, wie immer, wenn er die Uniform ablegte, und seine rote Haut schien noch mehr als sonst aus Feuer zu sein. Nie zuvor war Karneol die Hautfarbe eines Anführers gewesen. Bei den Gäul war Onyx die Farbe der Fürsten. Kamiens Geliebte trug wie immer grün,
Schichten aus smaragdfarbenem Samt, die sie einhüllten wie die Blätter einer Blüte. Selbst die schönste Gäulfrau verblasste neben ihr wie ein Kiesel neben geschliffenem Mondstein, aber Hensau verbot seinen Soldaten immer wieder, sie anzusehen. Nicht umsonst gab es all die Geschichten über Feen, die Männer mit einem Blick in Disteln oder hilflos zappelnde Fische verwandelten. Ihre Schönheit war Spinnengift. Das Wasser hatte sie und ihre Schwestern geboren, und Hensau fürchtete sie ebenso sehr wie die Meere, die an den Steinen der Welt nagten. Die Fee streifte ihn nur mit einem Blick, als er eintrat. Die dunkle Fee. Selbst ihre eigenen Schwestern hatten sie verstoßen. Es hieß, dass sie Gedanken lesen konnte, aber Hensau glaubte das nicht. Sie hätte ihn längst getötet für all das, was er über sie dachte. Er kehrte ihr den Rücken zu und beugte den Kopf vor dem König. »Ihr habt mich rufen lassen?« Kamien griff nach einer der Silberfiguren und wog sie in der Hand. »Du musst jemanden für mich finden. Einen Menschen, dem das steinerne Fleisch wächst.« Hensau warf der Fee einen raschen Blick zu. »Wo soll ich da suchen?« erwiderte er. »Davon gibt es inzwischen Tausende.« Menschengäul. Früher hatte Hensau seine Klauen zum Töten benutzt, doch nun ließ der Zauber der Fee sie steinernes Fleisch säen. Wie alle Feen konnte sie keine Kinder gebären, also schenkte sie Kamien Söhne, indem jeder Klauenhieb seiner Soldaten einen seiner Feinde zum Gäul machte. Niemand kämpfte mitleidloser als ein Menschengäul gegen seine früheren Artgenossen, aber Hensau verabscheute sie ebenso sehr wie die Fee, deren Zauber sie erschaffen hatte. Auf Kamiens Mund hatte sich ein Lächeln gestohlen. Nein, die Fee konnte Hensaus Gedanken nicht lesen, aber sein König schon. »Keine Sorge, der, den du finden sollst, ist leicht von den anderen zu unterscheiden.« Kamien stellte die silberne Figur zurück auf die Karte. »Die Haut, die ihm wächst, ist aus Jade.« Die Wachen wechselten einen raschen Blick, aber Hensau verzog nur ungläubig den Mund. Die Lavamänner, die das Blut der Erde kochten, der augenlose Vogel, der alles sah, und der Gäul mit der Jadehaut, der den König, dem er diente, unbesiegbar machte. Geschichten für Kinder, um die Dunkelheit unter der Erde mit Bildern zu füllen. »Welcher Kundschafter hat euch das erzählt?« Hensau strich sich über die schmerzende Haut. Schon bald würde sie durch die Kälte mehr Risse haben als zersplittertes Glas. »Lass ihn erschießen. Der Jadegäul ist ein Märchen. Seit wann verwechselt ihr die mit der Wirklichkeit?« Die Wachen senkten nervös die Köpfe. Jeden anderen Gäul hätten solche Worte das Leben gekostet, aber Kamien zuckte nur die Schultern. »Finde ihn«, sagte er. »Sie hat von ihm geträumt.« »Sie.« Die Fee strich über den Samt ihres Kleides. 6 Finger an jeder Hand, jeder für einen anderen Zauber. Hensau spürte, wie der Zorn in ihm erwachte, der Zorn, der ihnen allen im steinernen Fleisch nistete, wie die Hitze im Schoß der Erde. Er würde für seinen König sterben, wenn es nötig war, aber es war etwas anderes, nach dem Traumgespinsten seiner Geliebten zu suchen. »Ihr braucht keinen Jadegäul, um unbesiegbar zu sein.« Kamien musterte ihn wie einen Fremden. »Euer Majestät.« Hensau ertappte sich immer öfter dabei, dass er Scheu hatte, ihn beim Namen zu nennen. »Finde ihn«, wiederholte Kamien. »Sie sagt, es ist wichtig, und bisher hatte sie immer recht.« Die Fee trat an seine Seite, und Hensau malte sich aus, wie er ihr den blassen Hals zudrückte. Aber nicht einmal das brachte Trost. Sie war unsterblich, und irgendwann würde sie ihm beim Sterben zusehen. Ihm und Kamien und dessen Kindern und Kindeskindern. Sie alle waren ihr Spielzeug, ihr sterbliches, steinernes Spielzeug. Aber Kamien liebte sie, mehr als die beiden Gäulfrauen, die ihm 3 Töchter und einen Sohn geschenkt hatten. »Weil sie ihn verhext hat«, flüsterte es in Hensau, doch er beugte den Kopf und legte die Faust ans Herz. »Was immer ihr befehlt.« »Ich habe ihn im schwarzen Wald gesehen.« Selbst ihre Stimme klang nach Wasser. »Der ist 60 Quadratmeilen groß.« Die Fee lächelte, und Hensau spürte, wie Hass und Furcht ihm das Herz erstickten. Ohne ein Wort löste sie die Perlenspangen, mit denen sie ihr Haar hochsteckte wie eine Menschenfrau, und fuhr mit der Hand hindurch.
Schwarze Motten flatterten ihr zwischen den Fingern hervor, mit blassen Flecken auf den Flügeln, die aussahen wie Schädel. Die Wachen öffneten hastig die Türen, als sie auf sie zuschwärmten, und auch Hensaus Soldaten, die draußen auf dem dunklen Korridor warteten, wichen zurück, als die Motten an ihnen vorbeiflogen. Sie alle wussten, dass ihre Stiche selbst durch Gäulhaut drangen. Die Fee aber steckte sich die Spangen zurück ins Haar. »Wenn Sie ihn gefunden haben«, sagte sie, ohne Hensau anzusehen, »werden Sie zu dir kommen. Und du bringst ihn sofort zu mir.« Seine Männer starrten sie durch die offene Tür an, aber sie senkten hastig die Köpfe, als Hensau sich umwandte. Fee. Verflucht sollte sie sein. Sie und die Nacht, in der sie plötzlich zwischen ihren Zelten gestanden hatte. Die 3. Schlacht, der 3. Sieg. Und sie war auf das Zelt des Königs zugegangen, als hätte das Stöhnen der Verwundeten sie geboren, und der weiße Mond, der über den Toten stand. Hensau war ihr in den Weg getreten, aber sie war einfach durch ihn hindurchgegangen, wie Wasser durch porösen Stein, als gehörte auch er schon zu den Toten, und hatte seinem Bruder das Herz gestohlen, um sich die eigene, herzlose Brust damit zu füllen. Selbst Hensau musste zugeben, dass die besten Waffen nicht halb so viel Schrecken verbreiteten wie ihr Fluch, der das weiche Fleisch ihrer Gegner in Stein verwandelte. Aber er war sicher, dass sie den Krieg auch ohne sie gewonnen hätten und dass der Sieg so viel besser geschmeckt hätte. »Ich werde den Jadegeul auch ohne eure Motten finden«, sagte er, falls er tatsächlich mehr ist als ein Traum. Sie antwortete ihm nur mit einem Lächeln. Es folgte ihm bis hinauf ins Tageslicht, das ihm die Augen trübte und die Haut springen ließ. Verflucht sollte sie sein.